Das ist ja was die meisten beschäftigt, die solche Musik produzieren wollen. Wie bekommt man die Basslines so hin? Ähm, Irgendwo hat man auch das Gefühl, dass es ein gewisses Schema gibt, wie beim Blues, wo man sagt, okay, es haben sich gewisse Dinge etabliert und es müsste eigentlich ein Rezept dafür geben. Wie, wie macht man eine Psytrance-Bassline? Da gibt es gewisse Methoden und die Sägezahn Waveform ist eine der beliebtesten im Psytrance-Bereich und wird auch fast ausschließlich für den Bass verwendet, wobei ich eher gegen äh, Konformität bin, wo nur das eine verwendet wird, auch wenn's ein sehr effektives Mittel ist, um den, den Dancefloor irgendwie anzuheizen mit so einer Art von Produktion. Also oft hat man als Ausgangsbasis sozusagen eine Sägezahnwellenform, äh, irgendwie mit dem Synthesizer wahrscheinlich bearbeitet, mit Hilfkufen und so weiter. Ähm, Wie geht es dann weiter? Was durchläuft das typischerweise? Equalizer, Kompressor, was macht man da ungefähr? Also, Die Bass-Waveform, je nach Geschmack angeordnet, äh, durchläuft oft einen Kompressor, einen EQ, um erstens die Stabilität des Signals herzustellen und mit dem EQ die Störfrequenzen zu entschärfen, beziehungsweise den enormen Subbassbereich eventuell zu begrenzen, da er auf großen Anlagen oft gar nicht korrekt wiedergegeben werden kann und dann oft, wie man es vielleicht aus manchen Diskotheken kennt, sehr wummert oder den, den Charakter eines Songs vielleicht fast verschlechtert in irgendeiner Form. das heißt, du entfernst sehr tiefen Subbass auf Genau. der Bassdrum unterm Bass oder Es kommt immer darauf an, was man für ein Ausgangsmaterial hat. Die äh, Kickdrums, sofern man sie nicht selbst kreiert, sind oft schon zugeschnitten auf den Einsatz im Dance-Bereich mit großen Anlagen und dadurch würde ich behaupten, ist es oft nicht sinnvoll, die auch noch zu beschneiden, obwohl es oft in den Kanälen dann passiert, da man oft Kickdrum und Bassline zusammen äh, noch einmal in einer Spur vereint, um sie dort entweder mit einem Kompressor zu versehen, um sie etwas in eine Form zu bringen. Und deshalb würde ich eher dazu raten, zu versuchen, nur den Bass, den man mit einem Synthesizer erzeugt, auch zu beschneiden im Bereich unter 30 Hertz. okay. Und jetzt so beim Zusammenspiel von Bassdrum und Bass, wie kann man das am besten voneinander trennen? Oder also setzt du zum Beispiel Sidechain Compression ein? Die Balance zwischen Kickdrum und Bassline ist oft äh, natürlich auch Geschmackssache und kommt auch auf die Notensetzung oder auf den Rhythmus der Bassline an, wie man sie miteinander verbindet oder verarbeitet. Aber ich bin eher ein Fan von ähm, Velocity und nicht so sehr von Sidechain Compression, da man mit dem Ähnliches erreichen kann und die, die eigentliche Form des Ganzen fast besser zu bestimmen ist, wenn man natürlich weiß, was man tut. Also oft ist Sidechain Compression für jemanden, der schnell ein Ergebnis erzielen will, oft die schickere Lösung und führt auch zu einem guten Ergebnis. Man hat oft das Gefühl, dass der Bass nur in bestimmten Tonlagen gut klingt, in anderen weniger. Äh, Das ist dann beim Synthesizer oft der Key Follow, ein guter Parameter, um quasi über mehrere Töne hinweg
einheitlichen Klang zu erzeugen. Gibt es da weitere Tricks oder wie gehst du davor oder spielst du den einfach nur in einer Lage? Kommt nicht mehr ganz auf den Song selber drauf an, aber ich denke, dass äh, es auch eine sehr gute Methode ist, wenn man vielschichtig mit einem guten Druck arbeiten will, Kanäle zu duplizieren und in eine eigene ähm, Kategorie zu bearbeiten und dann wieder zusammenzuschleusen auf einem Endkanal, um die, die einzelnen Frequenzbereiche im Bassbereich präzise zu fördern und nicht mit einer Bearbeitung eine gewisse Frequenz zu beschädigen, die vielleicht in einer höheren Tonlage dann Probleme erzeugt in der Weiterverarbeitung. Also du meinst jetzt, dass du quasi die Bassline aufteilst und meinetwegen eine Spur machst, wo D und dies und solche Töne sind und dann eine andere Spur, wo höhere Töne sind, oder? Das ist eine Methode, die ich anwende, wenn der Synthesizer oder die Bearbeitungskette sehr komplex ist, dann kann es unter Umständen in verschiedenen Tonhöhen zu Verschiebungen von Bassfrequenzen oder von der Tonlagenfrequenzen führen und dann ähm, beschädigt man den eigentlichen Grundton einer Note und führt zu einem negativen Effekt. Äh, Das, was man damit vorbeugen könnte, Tonlagengruppen zu erstellen und die einzeln zu bearbeiten. Und jetzt speziell für den Bass, würdest du auch den Virus empfehlen oder gibt es für den Bass eigene Synthesizer, die besonders beliebt sind? Es gibt einige auch sehr beliebte außerhalb vom Virus, obwohl das auch eins meiner beliebtesten Ausgangsmodule ist, im Sinne von der, dem Charakter der Sägezahnwelle, aber über die Jahre haben sich Dinge etabliert wie Chronox, ähm, die ESM, gesampelte Bassline äh, oder der Zebra von Yuhi. Es gibt durchaus einige, die sich durch ihre Qualität dann auch etabliert haben in dem Genre. Wieso wird der ESM gesampelt? Der ESM selber wird gesampelt, weil die Programmierung des Tools selber etwas vielleicht auch absichtlich schlampig ist, ähm, die, um dieses Gerät vielleicht etwas grooviger wirken zu lassen, aber für diesen speziellen Bereich im Bass von Psytrance braucht man doch sehr präzise Anschläge und da eignet sich diese Eigenschaft eigentlich nicht. Kommt es bei der Musikrichtung auch öfters vor, dass man beispielsweise mehrere Bass-Sounds übereinander layert, dass man eine Subbassspur hat und eine höhere oder Ist durchaus eine Methode, die verwendet wird. Ich habe es selber noch nie praktiziert, da meine Philosophie oft in die Richtung geht, dass desto äh, reiner ein Signal ist, desto leichter reproduzierbar wird es dann auch für Lautsprecher. Ähm, Vielleicht ist es auch ein bisschen ein Fanatismus, ähm, dem Ganzen einen sauberen Klang zu verleihen, aber desto weniger Bearbeitungsschritte ein Synthesizer im Nachhinein noch erfährt, desto besser kann auch oft das Signal am Ende sein. das heißt optimalerweise ist der Synthesizer schon so perfekt eingestellt, dass man gar nicht mehr viel EQen muss, oder? Das wäre die Ideallösung. Aber im realen Fall wird man fast immer nachbessern müssen, oder? Also, Im realen Fall ja, wobei es durchaus durch die letzten Einstellungen, die man oft gefunden hat, oft dann zu einem Ergebnis kommt, die man vielleicht gar nicht mehr bearbeiten möchte. Und das ist bei mir auch oft der Fall, dass vielleicht nur noch NEQ zum Einsatz kommt und nicht einmal mehr Kompression oder irgendein Enhancer,
für diverse Bassbereiche oder sonstige Späßchen. Wenn du jetzt also den Bass weiter komprimierst, äh, achtest du bei den Zeitparametern irgendwie auf so rhythmische Zusammenhänge? Oder wie gehst du beim Einstellen vom Kompressor genau vor? Ähm, Kompressor im Mastering-Bereich ist eine andere Geschichte wie jetzt im Bassbereich, aber wenn wir beim Bassbereich bleiben, äh, möchte man unter Umständen die Attack, die Transienten eines Sounds oft nicht zerstören, weil die den Rhythmus oft sehr prägnant betonen und dadurch versucht man die Attack nicht zu niedrig zu halten. Im Millisekundenbereich wahrscheinlich zwischen 10 und 30 ist ein Wert, den äh, man durchaus einsetzen kann, um einen Bass noch knackig zu halten, aber dafür die Sustain einer Basswelle sozusagen noch ein bisschen konstanter äh, zu machen. Und auch hier würde ich sagen, ist eine Auto-Einstellung im Release-Bereich oder eine sehr kurze Zeit ähm, durchaus ratsam. Gibt es irgendwelche weiteren Effekte, die häufiger am Bass eingesetzt werden in der Musikrichtung? Also zum Beispiel Verzerrer oder Modulationseffekte, Chorus, sowas in die Richtung? Die herkömmlichsten Mittel sind schon eher auf der Seite von ähm, Filtern, Kompressoren. Natürlich kann man auch mit einer gewissen Art von Distortion, mit einer Verzerrung einen, ein breiteres Bassbild erzeugen, wo auch das eher mit Vorsicht zu genießen ist, ähm, aber durchaus ein bekanntes Stilmittel, um Dinge etwas knarziger wirken zu lassen und ähm, mit Chorus oder Delays, gerade im Bassbereich, würde ich, würde ich das empfehlen? Würde ich eigentlich nicht empfehlen, aber na, man soll sich nicht immer zu sehr von irgendwelchen Dingen einschränken lassen, aber mein Stilmittel ist der Chorus im Bass eher nicht, weil er ähm, das Stereobild zu sehr belastet im Bassbereich und äh, somit ein klares Klangbild oft gar nicht mehr einfach zu erstellen ist.